Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen leckeren Kohlrabi-Topf. Dafür bereiten wir als erstes das Gemüse vor. 3 Möhren plus eine Möhre extra für Cooper schälen, dann längs vierteln und in kleine Stücke schneiden. Als nächstes habe ich hier 3 große Kartoffeln, ebenfalls schälen und in kleine Stücke schneiden. Eine große Zwiebel abziehen und grob hacken. Und zum Schluss natürlich Kohlrabi. Ich habe hier insgesamt 2 Stück verwendet, etwa 750 bis 800 Gramm geschälten Kohlrabi. Zunächst in Stifte und dann in kleine Würfel schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden bei mittlerer Hitze anschwitzen. Danach kommen die Gewürze dazu, eine sehr gute Prise Salz, einen gehäuften Esslöffel körnigen Senf, je einen gehäuften Teelöffel Majoran sowie Thymian. Das Ganze einmal gut umrühren und wenn das erledigt ist, gießen wir mit Wasser auf, ca. 1000 bis 1200 Milliliter. Hier könnt ihr natürlich auch Brühe oder Fond verwenden, bis das Gemüse knapp mit Wasser bedeckt ist. Den Kohlrabi-Topf anschließend zum Kochen bringen und für ca. 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, so lange, bis das Gemüse weich bzw. die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Nebenbei nehmen wir schon mal 200 Gramm Tiefkühlerbsen aus dem Froster, außerdem 5 bis 6 Wiener Würstchen in kleine Stücke schneiden, zwischendurch den Kohlrabi-Topf immer mal wieder umrühren und sobald das Gemüse gar ist, brauchen wir einen Pürierstab. Den Kohlrabi-Topf jetzt für 15 bis 20 Sekunden durchmixen, aber nicht komplett pürieren, sondern nur so lange, bis die Flüssigkeit eine leichte Bindung bekommt. Danach die Tiefkühlerbsen sowie klein geschnittenen Würstchen mit in die Pfanne geben, alles nochmal kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann sind wir fertig. Den bunten Kohlrabi-Topf noch einmal gut umrühren, einmal aufkochen lassen und anschließend auf tiefen Tellern verteilen und mit gehackter Petersilie garniert servieren. Anschließend wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.